Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute in den nächsten Minuten auf die verschiedenen Drohnenaktien eingehen und wir besprechen mal den Drohnenmarkt, was ich so erwarte, warum ich immer noch bullish bin und wir jetzt in dieser Korrekturphase womöglich auch interessante Kaufchancen sehen. All das in diesem Video. Ja, der Drohnenmarkt ist in diesem Jahr schon ziemlich gut gelaufen und jetzt in den letzten Tagen und Wochen kam es ein bisschen zu einer Entspannung, sage ich mal. Viele Aktien haben korrigiert, laufen seitwärts und wir gucken uns mal die einzelnen Aktien mal ein bisschen genauer im Detail an, was den Chart und die Fundamentaldaten angeht, gerade auch die Bewertung. Aber grundsätzlich blicken wir am Anfang jetzt auch mal auf den Gesamtmarkt und das ist das, warum ich auch glaube, dass wir gerade immer noch in einem sehr, sehr starken Bullenmarkt sind und ich auch generell für die nächsten Jahre auch bullish bin für verschiedenste Aktien, weil eben der Markt so interessant und so gut dasteht. Bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt, noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal in die Gesamtüberblick. Und hier habe ich euch mal einen Artikel herausgesucht und der beschreibt eigentlich ganz gut, was ich glaube. Also wir haben zumindest mal zwei Aspekte für den Drohnenmarkt. Das ist zum einen natürlich die Verteidigungsansicht, ja, also dass wir Drohnen im Militärbereich einsetzen. Hier gibt es auch eine interessante Zahl, dass das Pentagon gerade dabei ist zu überlegen, über 30.000 American-made Drohnen zu kaufen. Da kommen natürlich entsprechend bestimmte Aktien hier ins Spiel. Red Cat Holdings, seht ihr ja zum Beispiel, die sind auch super vernetzt, die haben ja auch schon teils Aufträge und haben schon einen Fuß in der Tür beim Pentagon. Ich glaube, die werden da schon ordentlich profitieren. Und unweigerlich sollte die Aktie dann auch natürlich dann entsprechend steigen. Das ist zumindest mal der eine Markt, wo ich glaube, dass natürlich auch ein sehr, sehr gutes Wachstum noch stattfinden wird in den nächsten Jahren. Wir sehen es ja auch gerade in den Medien, worüber gerade, dass eben da gerade viel diskutiert wird. Und was ich auch glaube, was noch sehr, sehr interessant wird, was aktuell wahrscheinlich noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, das sind die Cargo-Drohnen. Hier haben wir natürlich so ein bisschen regulatorische Probleme, aber das sind alles Probleme, die man auch dann lösen kann, vor allem weil die Technik auch mal besser wird. Und gerade dieser Markt für autonome Drohnen, die dann Pakete liefern, finde ich sehr, sehr spannend. Und wenn wir uns hier mal die Statistik anschauen von Straits Research, die ich mal rausgesucht habe, ja, dann sehen wir sind gerade erst am Anfang dieser exponentiellen Bewegung und ich glaube auch tatsächlich, dass ab 2030 dann auch so eine entsprechende parabolische Bewegung stattfinden kann. Ist durchaus realistisch. Also hier 2034 sehen Sie dann ein Marktvolumen für den US-Markt alleine von 12 Milliarden Dollar. Und das wird natürlich auf die verschiedenen Unternehmen, die einzelnen Drohnenproduzenten aufgeteilt. Das muss man dann noch sehen, welche profitieren dann so ein bisschen stärker und welche womöglich ein bisschen weniger. Aber wir haben ja natürlich den Cargo-Bereich, das ist ein Teil von dem Drohnenmarkt. Und wie gesagt, der Teil von Verteidigung, Militär ist natürlich auch ein signifikanter. So, jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Aktien im Durchlauf mal durch. Wir gucken hier speziell mal auf die Bewertungen und gerade was die Aktie auch charttechnisch macht. Wir fangen mit AeroVironment an. Da sehen wir so eine Konsolidierung, klar nach so einer ordentlichen Rallye von fast 100% in wenigen Tagen, kann man fast schon sagen. Dann ist es auch mal normal, dass wir so ein bisschen seitwärts laufen. Also der Aufwärtstrend ist noch voll intakt. Selbst wenn die Aktie bis auf $300 korrigieren sollte, glaube ich, dass es ein sehr, sehr interessantes Einstiegsniveau ist. Gucken wir uns mal den Wochenchart an, dann sehen wir auch, ja, 20 Wochen kleiner Durchschnitt liegt dann hier auch so bei $300. Also tatsächlich, es ist immer schwierig zu sagen, es hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Nachrichten wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bekommen. Dann kann das auch relativ schnell, oder kann sich dieser Aufwärtstrend dann auch relativ schnell weiter fortsetzen. Aber so eine Korrektur bis $300 würde ich nicht ausschließen. Wir haben natürlich auch hohe Bewertungen. Klar, wir haben jetzt ein KUV von knapp 16. Da ist schon einiges eingepreist, muss man sagen. Also da ist auch schon eingepreist, dass hier entsprechend investiert wird. Das ist nur noch die Frage, in wie hoch. Und wenn man dann entsprechend die Meldungen bekommen über Aufträge, und das ist das, was ich so als nächstes erwarte. Wir haben jetzt die Spekulation, ja, die Regierung überlegen, da zu investieren, beziehungsweise sind eigentlich auch schon festgelegt, darin zu investieren. Und was jetzt eben noch fehlt als Push für die Börse, für die Aktien, das sind eben diese großen Aufträge. Und das erwarte ich so für die nächsten Monate tatsächlich. Deswegen glaube ich, dass man hier an dem Drohnensektor, wenn man den Bereich spannend findet, auch entsprechend investiert bleiben sollte. Ich habe keine Gewinnmitnahmen gemacht. Ich denke, es geht weiter. Und sollte die Aktien dennoch unerwartet stärker korrigieren, würde ich mich entsprechend dann noch ein bisschen noch weiter eindecken bei einzelnen Aktien. Also bei AeroVironment, ihr seht, die Aktie ist natürlich schon ja ordentlich bewertet, aber
ein KUV von 16, wenn entsprechend die Zahlen und die Aufträge und das Umsatzwachstum stimmt, dann ist es jetzt kein Beinbruch. Und wie gesagt, bei einer größeren Korrektur auf $300 würde ich die Aktie dann auch definitiv wieder einsammeln. Ja, ähnlich sieht es eigentlich auch bei Kratos aus. Kratos hier ein bisschen günstiger bewertet mit einem KUV von knapp 12. Ja, das ist natürlich in Anführungszeichen günstig, aber auch hier sehen wir, klar, die Aktie ist extrem gut gelaufen und da können wir auch mal über mehrere Monate so eine Seitwärtsphase sehen. Gerade wenn sich die Newslage so ein bisschen entspannt, also dass wir keine neuen Nachrichten in dem Bereich kriegen. Das kann sich dann, wie gesagt, schnell drehen, wenn wir diese Auftragsmeldungen bekommen. Wenn wir dann auch viele hintereinander bekommen und es dann wirklich auch konkret einzelne Unternehmen betrifft, dann gehen diese Unternehmen dann auch relativ schnell durch die Decke. Da kann man innerhalb von wenigen Wochen auch tatsächlich 100% und vielleicht sogar mehr machen, je nachdem, wie spektakulär und ausschlaggebend diese Nachrichten dann sind. Auch hier habe ich mal so markiert, so 72 US-Dollar, das ist das, wo ich glaube, dass es womöglich hingehen könnte, je nachdem, wie stark diese Korrektur geht. Da finde ich die Aktien auch definitiv interessant. Das ist ja auch schon mal ein ordentlicher Rücksetzer von knapp 20%. Da wären wir im Wochenchart immer noch im Aufwärtstrend, also hier 20 Wochen kleine Durchschnittslinie. Also da wäre es definitiv kein Beinbruch. Und bei so einem Aufwärtstrend, und wenn wir uns mal hier so die Wachstumszahlen anschauen, die Grafik, was ja auch für den Militärdrohnen ähnlich aussieht oder für den Gesamtdrohnenmarkt allgemein, dann sehen wir, wir sind gerade erst am Anfang und diese parabolische Bewegung in dem Marktvolumen insgesamt setzt sich dann natürlich auch auf die Aktien fort und dann ist das hier, auch wenn es schon parabolisch aussieht, womöglich erst der Anfang von dem Ganzen. So, gucken wir uns mal weiter die Aktien an. XAL so ein bisschen stärker korrigiert. Die Aktie ist aber auch wie ein Strich gelaufen tatsächlich. Also da würde mich nicht wundern, oder hätte es mich nicht gewundert, wenn wir die Aktie auch nicht mal ein bisschen tiefer sehen könnten. XAL finde ich halt wirklich interessant, weil es nicht nur, sie machen halt auch Drohnen im Meer und das finde ich auch ein sehr, sehr spannender Bereich, der wahrscheinlich auch nicht so im Kopf von vielen Anlegern ist, der aber definitiv eine Daseinsberechtigung hat und man hat ja auch schon ordentlich oder nennenswerte Umsätze. Man hat hier Umsätze im Jahr von fast einer halben Milliarden Euro ist es genau. Dementsprechend würde ich auch hier sagen, ist die Aktie definitiv interessant und obwohl die Aktie so gut gelaufen ist, hat sie nur ein KUV von 3. Das KGV lasse ich jetzt hier immer weg, weil die Aktien teilweise auch noch keine so großen Gewinne machen. Das kommt natürlich erst mit steigendem Volumen, mit steigendem Umsatz, hat man da Skalierungseffekte und dann kristallisiert sich heraus, wo die Margen, also die Gewinnmargen am Ende liegen werden. Für XL finde ich die Korrekturphase schon definitiv interessant. Wenn wir uns mal den Tageschart anschauen, dann sehen wir eigentlich auch schon interessante Bewegungen. Also wir sehen ja hier diese Korrekturphase, das ist also die Gegenbewegung zum etablierten Trend, der aufwärts ist aktuell. Und da sehen wir, okay, wann ist so eine Korrektur zu Ende? Das ist immer, wenn es so ein starkes Gezappel hier gibt. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass dieses Gleichgewicht von Verkäufer, Käufer von der Seite der Verkäufer, in dem wir hier in diesem Abwärtstrend waren, kippt auf die Seite der Käufer und wir diesen Aufwärtstrend wieder fortsetzen. Also wer überlegt, hier zu investieren, gerade auch finde ich die Aktie interessant, gerade von der Bewertung. Man hat ja auch ein ganz gutes Umsatzwachstum von 15% und wie gesagt, ich glaube, dass das noch zunehmen wird, tendenziell eher. Da ist, glaube ich, hier für diese Korrektur der Boden vorerst erreicht und ich denke nicht, dass wir Kurse unter 80 Euro bei dieser Aktie sehen sollten. Das kann ich hier auch mal so reinzeichnen. Und dann haben wir hier auch quasi schon mal die Range, in der sich die Aktie befindet, ja, so 80 bis so 130 Euro. Das ist das, wo ich glaube, dass es so das nächste Ziel ist, 130 Euro. Ist ja auch schon ein ordentliches Kursplus, ja, das sind über 50%. Und wie gesagt, die Aktie macht Umsätze, ist auf einem sehr, sehr guten Weg, weiter zu wachsen. So, Redcat Holdings haben wir ja gerade angesprochen. Wenn wir uns die Aktien mal am Chart anschauen und gerade auch in den Wochenchart gehen, dann sehen wir hier auch einen sehr, sehr interessanten Chart. Wir sehen hier so ein bisschen, so ein Kampf um diese neuen Allzeithochs. Wir haben ja zwar welche gemacht, aber wir haben diese Aufwärtsbewegung auch relativ schnell wieder abgegeben. Und das ist das, wo ich sage, okay, das ist eigentlich tendenziell ein Zeichen von Schwäche. Und wenn jetzt dieser Markt allgemein nicht so sehr bullish wäre, dann würde ich auch sagen, dass das so ein bisschen nach Doppeltop riecht. Also, dass wir zumindest auch mal eine größere Korrektur hier sehen könnten, tatsächlich hier in dem Bereich so von 5 US-Dollar. Jetzt ist Redcat aber wirklich so ein Fall, wo ich sage, okay, da könnte jeden Moment tatsächlich so eine Auftragsnachricht kommen und dann dreht das Ganze relativ schnell wieder. Das heißt, hier jetzt Gewinnmitnahmen zu machen, dann muss man schon sehr, sehr dran sein an der Aktie.
Also die Aktie wirklich täglich verfolgen, um entsprechend dann zu reagieren, weil kommen solche Aufträge, dann gehen die Aktien halt auch mal 20% an einem Tag nach oben. Jetzt kurzfristig, ja, ist es so ein bisschen in Niemandsland. Ja, wenn man noch nicht investiert ist, dann würde ich sagen, vielleicht mal eine Teilposition, weil eben dieses Risiko schon gegeben ist, dass wir nochmal deutlich tiefer fallen. Also da würde ich definitiv noch Cash beiseite halten, um entsprechend günstiger nachzukaufen. Sollte es sich aber herauskristallisieren, dass wir über diese Marke, über diese charttechnische Marke so von da, sagen wir mal, in Richtung 15, 16 Dollar laufen, kann man ja entsprechend nochmal nachlegen, weil dann wäre das auch ein gutes Indiz dafür, dass wir hier neue Allzeithochs machen und dass sich dieser Trend hier nochmal ein gutes Stück nach oben beschleunigt. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Die ist jetzt leider hier nicht so, ja, die Daten sind nicht so vollständig, kann man ja so sagen. Aber wir haben es auch bei Red Cat Holdings bislang noch nicht so große Umsätze, als dass sich hier eine Bewertung ja, wirklich so sinnvoll ist, sage ich mal. Man muss es immer in Relation sehen von womöglichem Umsatzpotenzial in den nächsten Jahren hin zur aktuellen Marktkapitalisierung. Und da haben wir eben eine Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Dollar. Und wer sich an der Börse mit solchen kleinen Aktien beschäftigt, der weiß, es gibt auch generell Unternehmen, die ähnlichen Umsatz haben und deutlich höher bewertet sind. Also das ist tatsächlich kein Grund, die Aktie zu verkaufen oder nicht zu kaufen. Wir sind in einem sehr, sehr guten Markt. Wir sind in einem Bullenmarkt, der auch leicht in einem Hype ausarten kann. Tatsächlich. Und deswegen würde ich hier, wenn man noch nicht investiert ist, wie gesagt, ein Stückchen investieren, aber auch wenn man schon drin ist, dann auch keine Aktien hergeben, sondern eventuell dann günstig nachkaufen, weil man hat einen Fuß in der Tür beim Pentagon, man hat starke Partnerschaften mit Palantir, deswegen finde ich die Aktie auch so interessant. Ja, und das ist auch eine Aktie, die entsprechend von Aufträgen profitieren könnte, gerade im nordamerikanischen Bereich. Hier hat man ja auch schon in der Vergangenheit Fächer vermelden können. Die Aktien ist natürlich auch sehr, sehr stark gelaufen. Ihr seht es hier, die Aktie hat sich innerhalb von weniger Zeit eigentlich mehr als verzehnfacht, kann man so sagen, ja. Und da ist mal so eine größere Korrektur sicherlich auch, ja, notwendig. Jetzt sehen wir hier so ein bisschen womöglich auch schon mal so ein langsames Ende von der Korrektur. Das heißt, wir kommen jetzt hier in einem Bereich oder sind schon in einem Bereich, wo ich sage, okay, die Aktie ist jetzt gut 50 oder knapp 50% von dem Hoch korrigiert. Da würde ich dann schon mal so eine erste Position etablieren. Und man hat ja auch mit Ondas eine Aktie, die zwar relativ hoch bewertet ist, klar, mit einem KV von 60, aber man hat auch entsprechend ja, gute, ja, vielversprechende Umsätze in der Zukunft, die man jetzt zwar hier noch nicht sieht in den Zahlen, aber in der nahen Zukunft sollte da schon noch was reinkommen. Und die Marktkapitalisierung, auch hier seht ihr, wir sind schon deutlich höher bewertet als Red Cat Holdings und ich sehe eine Red Cat Holdings tatsächlich eigentlich sogar ein bisschen besser aufgestellt als es eine Ondas. Aber eine Ondas, wie gesagt, ist auch sicherlich interessant. Ich wäre allerdings immer noch ein bisschen vorsichtig, würde die Aktien näher beobachten, weil wir hier im Tageschart, wie gesagt, in einem Abwärtstrend sind, in der Korrektur. Und die kann sich auch noch weiter nach unten fortsetzen. Hier brauchen wir entsprechend mal so Signale eher wie so eine Abflachung und so eine stark volatile Phase. Ja, das könnte dann so ein Zeichen sein, dass die Korrektur beendet ist. Ob es hier der Fall ist, wissen wir noch nicht, muss ich noch zeigen. Ich finde es aber interessant, dass das Kaufvolumen dann hier schon sehr, sehr deutlich ist. Also die Aktie würde ich mal näher auf die Watchlist packen. So, Paro. Ja, Paro ist auch eine interessante Aktie, aber eher so im Bereich Überwachungsdrohnen. Das ist auch natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Feld über autonome Überwachung von sicherheitskritischen Anlagen und Gebäuden. Und da wird sicherlich auch einiges investiert werden. Wir haben ja gerade die Problematik bei den Flughäfen etc. Also da ist es zum Beispiel so ein Einsatzfeld. Und Paro ist natürlich auch als französische Aktie gerade auch für den europäischen Markt interessant. Das heißt, wenn Europa investiert, dann fließt das Geld dann wahrscheinlich auch vermehrt oder einen größeren Anteil an europäische Unternehmen und da glaube ich ist Paro ganz gut aufgestellt. Auch hier eine relativ günstige Bewertung, wobei das für europäische Aktien natürlich üblich ist. Also die haben dann teilweise schon nur halb so hohe Bewertung als die US-amerikanischen Pendants. Aber wie gesagt, ein KUV von 3,4 in so einem ja, gehypten Markt ist tatsächlich noch sehr, sehr moderat. So, wie gesagt, auch Paro nach einem sehr, sehr guten Lauf in so einer Seitwärtsphase, so ein bisschen gerade auf der Richtungssuche.
Auch hier gilt das Gleiche, man kann schon eine Teilposition investieren. Wie gesagt, es ist natürlich Risikokapital, das muss man wissen, bei einer Marktkapitalisierung von 280 Millionen Euro, also wirklich eine sehr, sehr kleine Aktie, aber die kann sich halt in einem Hype auch relativ schnell auf 1 Milliarde entwickeln, also vervierfachen. Das weiß man nicht, ja, so ein Hype ist immer unkontrollierbar, um es mal so zu sagen, aber die Aktie finde ich halt auch sehr, sehr spannend, weil man auch schon signifikante Umsätze hat. Wenn wir mal auf die Jahresübersicht gehen, sehen wir, wir haben schon fast dreistellig Millionen Umsätze und das sollte sich in den nächsten Jahren dann auch noch weiter natürlich zunehmen und wachsen. Die Aktie auf jeden Fall jetzt hier, wie gesagt, so eine Seitwärtsphase. Es kann noch weiter nach unten gehen, deswegen bin ich hier mal so ein bisschen vorsichtig und würde nur einen Teil investieren. Wenn wir eine Stärke sehen, einen starken Ausbruch, kann man dann entsprechend auch in die Stärke hineinkaufen und diesen Aufwärtstrend nach oben mit begleiten. Kommen wir nun zu einer Aktie, die ich auch sehr, sehr spannend finde, und das ist Dragonfly, die ja auch schon seit vielen, vielen Jahren am Markt sind, im KV von 16. Finde ich an der Stelle tatsächlich jetzt, ist natürlich von der Zahl her viel, klar, aber man ist sehr, sehr gut aufgestellt. Man ist ja in der Ukraine etabliert, man hat auch schon Aufträge und man führt gute Gespräche mit der US-Regierung. Also da ist man gut mit dabei. Und wenn ich mir die Aktie tatsächlich so anschaue, ich habe mir mal so verschiedenste Marken, wichtige Marken hineingezeichnet, wo ich glaube, dass da ein bisschen Widerstand in den Chart kommen könnte, in den Kurs, dann sehen wir, die Aktie ist schon nach oben ausgebrochen und hat im Prinzip so diesen Startschuss eingeleitet bei gutem Kaufvolumen, dass wir hier wieder dieses Allzeithoch ist es nicht, aber dieses letzte Zwischenhoch bei 14, 15 Dollar anlaufen und dann hoffentlich auch brechen, weil ich glaube, dass Dragonfly auch einer der Unternehmen sein wird, die entsprechend Aufträge vermelden werden. Wenn man mal sich Interviews vom CEO anhört, dann ist es schon sehr, sehr interessant und ja, finde ich sehr, sehr spannend, die Aktie, wie gesagt, weil sie auch eine gute Historie hat und auch schon, wie gesagt, wohl etabliert ist in dem Markt schon seit über 20 Jahren. Hier eine Aktie, die auch relativ klein ist. Wir sehen eine Marktkapitalisierung von 250 Millionen US-Dollar. Das hat TradingView endlich verbessert. Ja, auch hier, dafür, dass es so eine alte Firma ist mit so viel Expertise, finde ich die Marktkapitalisierung sehr, sehr gering und ja, in so Hype-Märkten glaube ich, dass wir locker 1 Milliarde Marktkapitalisierung bekommen können bei solchen Unternehmen, die dann auch ihren Aktienkurs dann noch vervielfachen können. Wie gesagt, aufgrund der kleinen Unternehmensgröße so ein bisschen ist es High Risk. Das muss man natürlich immer wissen. Keine Anlageberatung an der Stelle nochmal. Aber ich finde, die Aktie ist mit so mein Favorit. Ich bin da gut investiert, tatsächlich deutlich mehr, als ich sonst in solche Aktien investieren würde, weil ich eben so davon überzeugt bin. So für in eigener Sache, so heißt es. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Vielleicht auch die Hype-Funktion nutzen, wenn ihr die bei euch findet. Ich finde sie komischerweise nicht. Das wird meinen Kanal unterstützen und mich freuen. Und dann springen wir gleich mal zur nächsten Aktie. Das ist Volatus Aerospace. Volatus ist eine kanadische Aktie, ihr seht es hier auch im kanadischen Dollarzeichen. Auch eine interessante Aktie, die sich vom Aufwärtstrend oder vom Chart her auch sehr, sehr interessant entwickelt, muss ich sagen. Auch hier sieht es ein bisschen aus, als würden wir diesen Aufwärtstrend nach oben fortsetzen. Wir haben auch hier diesen Ausbruch geschafft. Eine bullische Konsolidierung, das sehen wir daran, dass wir hier natürlich diesen Widerstand haben, aber relativ straight wieder dann der Aktienkurs steigt und wir das quasi dieses Kursziel, dieses Zwischenhoch wieder anlaufen und testen würden. Und wenn die Aktie über einen kanadischen Dollar geht, dann kann es auch nochmal einen ordentlichen Schub geben von 30-40% in relativ kurzer Zeit, würde ich der Aktie zutrauen. Wir haben jetzt hier eine Marktkapitalisierung von 430 Millionen kanadischen Dollar. Wir sehen auch hier schon einen ersten Sprung im Umsatz, einen deutlicheren. Und ich denke, das ist halt eben das, was wir auch in den nächsten Quartalen dann noch werden, wenn dann Verträge veröffentlicht werden. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Schreibt es gerne in den Kommentare, wenn ihr das anders seht oder der gleichen Meinung seid oder vielleicht, wenn ihr auch noch weitere Informationen habt in dem Bereich. Ich finde Volatus Aerospace interessant. Wir haben einen KV von knapp 13, das ist moderat. Das ist natürlich hoch, klar, aber finde ich okay für die aktuelle Phase des Marktes. Wir haben auch hier bei den ganzen Aktien natürlich Quartalszahlen. Das kann auch interessant werden, jetzt nicht von den Zahlen selbst. Die haben, glaube ich, weniger Relevanz, als dass jetzt die Ausblicke interessant werden bei den Aktien. Und darauf würde ich meinen Fokus legen. Wie gesagt, die Aktie gefällt mir, charttechnisch mag ich. Und dann springen wir mal zur nächsten Aktie. Unusual Machines, eigentlich auch diesen Abwärtstrend hier gebrochen, diese Trendlinie zumindest. Jetzt laufen wir mal in Richtung von dem letzten Hoch bei 24 Dollar ungefähr.
Ist dann natürlich eine Zuliefereraktie, ein Schaufelhersteller quasi für diesen Markt und auch eine Aktie, die man hier auf die Watchlist packen sollte. Wir haben bald Quartalszahlen am 6. November. Wir haben auch einen Sohn von Donald Trump im Board. Also das ist sicherlich auch ein Grund, die Aktie wahrscheinlich zu kaufen. Und ja, grundsätzlich, die Aktie ist natürlich hoch bewertet, aber wie gesagt, wenn der Drohnenmarkt jetzt, die Drohnenproduktion in Fahrt kommt, dann werden natürlich auch solche Zuliefereraktien davon profitieren. Wir sehen es auch hier, die Aktie kämpft zumindest noch mit diesem Zwischenwiderstand, so bei 16, 17 US-Dollar. Sollte der durchbrochen werden, dann geht es, glaube ich, dann relativ schnell in Richtung 24 $. Ansonsten, ja, wie gesagt, kann es auch sein, dass wir uns erstmal noch seitwärts bewegen, wenn die Nachrichten fehlen. Das hängt so ein bisschen davon ab. Wie gesagt, es ist ein newsgetriebener Markt. Da ist man so ein bisschen abhängig davon, was die Schlagzeilen machen. Jetzt kommen wir zu DroneShield. Und DroneShield tatsächlich, wir sind jetzt hier im Heimatmarkt, also an der australischen Börse. Und das finde ich immer ganz interessant, weil es hier einfach so ein bisschen die Daten klarer sind, die Trends sind ein bisschen verlässlicher, um es mal so zu sagen. Was mir tatsächlich nicht so gefallen hat, dass wir hier durchgebrochen sind unter dieses letzte Hoch, also diese Unterstützung nicht gehalten hat. Vielleicht war die Aktie auch so ein bisschen überhyped, das kann natürlich auch sein, deswegen wird dieser Hype jetzt abgebaut. Durchaus möglich, dass DroneShield hier entsprechend Richtung 3 kanadische Dollar läuft. Wenn wir das mal in Euro umrechnen, dann wären das so 1,70 €. Ich glaube da aber tatsächlich, wenn man auch die Bundesregierung Pistorius angehört hat, dass da noch Aufträge folgen werden. Man baut ja auch eine Produktionsstätte in Europa auf. Da ist man gerade dabei. Das würde man nicht machen, wenn man nicht vielversprechend an den Markt glaubt. Und ich glaube, da sind schon viel mehr Gespräche haben stattgefunden, als man hier womöglich ja, mitbekommen oder auch veröffentlicht wurde. Ihr seht es ja auch hier, klar, die Aktie mit einem Kauf auf über 50 ist natürlich anfällig dann für entsprechend große Korrekturen. Das haben wir jetzt gesehen. Sollte die Aktie, wie gesagt, immer in Richtung 1,70 € fallen, ja, vielleicht auch sogar darunter, sind es für mich Kaufkurse, weil ich da immer noch recht bullish bin für die DroneShield-Aktie und glaube, dass wir dann, wenn wir Aufträge, Nachrichten bekommen, dass dann auch wieder so ein kleiner Hype entstehen kann. So, dann gucken wir mal noch die weiteren Aktien an, die wir noch mal haben. Da würde ich gerne noch eine herauspicken, die auch recht interessant ist und das wäre dann auch die letzte für heute. Da muss ich nur kurz finden. Das ist DroneVolt. Auch eine Aktie, die ich mal mitgebracht habe. Französischer Player, auch schon sehr lange im Markt, aber auch hier ein Zeichen von Schwäche. Und eine Aktie, die, ihr seht, auch schon relativ schnell in relativ kurzer Zeit mit den entsprechenden Nachrichten auch nach oben schießen kann. Das heißt, die Aktie würde ich mir mal auf die Watchlist packen. Auch ein französischer Anbieter, aber noch viel, viel kleiner, noch viel, viel spekulativer. Also hier würde ich nur mit Risk-Kapital, was man auch verlieren kann, investieren. Ja, 40 Millionen € Marktkapitalisierung. Man ist aber, wie gesagt, auch schon einige Jahre hier vertreten. Und ja, einfach nur mal so für euch mitgebracht, so am Rande, dass die Aktie möglich bei einer größeren Korrektur, wenn wir in Richtung 50 Eurocent fallen, dann durchaus ein interessantes, mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Spiegel, aber schon so ein bisschen Risk-Kapital dann hier zu spekulieren. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.